Im letzten Video hast du alles über das Spargelstechen gelernt. Was nach der Ernte passieren muss, um den Spargel zu verkaufen, zeige ich dir jetzt. Bevor wir den Spargel vermarkten können, müssen wir ihn zum Betrieb bringen. Waschen, schneiden und sortieren. Nach der Ernte haftet nämlich noch ziemlich viel Erde am Spargel. Da er als Lebensmittel in die Geschäfte geliefert wird, ist es wichtig, dass er sauber dort ankommt. Außerdem wird der Spargel beim Stechen schräg und unregelmäßig abgeschnitten. Um das Ende zu begradigen und die Länge anzupassen, wird er also ein zweites und ein drittes Mal abgeschnitten. Auf diesem Betrieb übernimmt das Waschen, Schneiden und Sortieren mittlerweile eine Maschine. Wie das abläuft, zeigt dir Viktoria. Der Spargel vom Feld kommt genau hier an. Die Kisten werden auf die Vorwäsche gestellt und die Vorwäsche spült die Kisten einfach nur erstmal grob vom Sand vom Feld ab. Wenn der Spargel aus der Vorwäsche kommt, wird er in das Aufschwimmbecken geschoben. Dies befindet sich voll mit Wasser gefüllt. Das erleichtert das Entnehmen des Spargels auf den Sortiertisch. An dieser Stelle der Maschine wird der Spargel das erste Mal geschnitten. Hier wird der Spargel gründlich gewaschen. Hier werden alle Stangen vereinzelt, dass in jeder Schale immer nur eine Stange liegt. Und danach werden alle Stangen auf 22,5 cm gleichmäßig geschnitten. Anschließend wird jede Stange einzeln fotografiert. Die Maschine entscheidet selbstständig, in welche Klassifizierung die Stange gelegt wird. Jeder Betrieb hat dabei seine individuelle Sortierung. Zu guter Letzt wird hier die Kiste auf 10 Kilo ausgewogen. Der Spargel wird abgedeckt und ins Schockbecken getan. Da wird der Spargel runtergekühlt, damit nachher keine ungewollten Verfärbungen entstehen. Das hier ist das Kühlhaus. Hier lagern wir unseren Spargel kühl, feucht und dunkel, damit er immer frisch bleibt. Im Grunde genommen ist die Nachbereitung des Spargels also ganz einfach. Transportiere ihn zum Betrieb, lege ihn zum Waschen und Schneiden auf das Förderband oder führe die Schritte gegebenenfalls selbst durch, sortiere die Stangen, lege sie in die vorgesehenen Kisten und wiege sie ab, kühle sie schnell runter und bringe sie dann ins Kühlhaus. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Kurs die wichtigsten Arbeitsabläufe rund um die Spargelernte erklären. Ich freue mich, dass du uns bei der Ernte unterstützt und wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit.